Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr den Matratzenstich mit 2 Kraus-Rechts-Teilen arbeiten könnt. Ich nehme dieses Video speziell für eine Anleitung auf. Das ist hier dieser Cardigan, der bald erscheinen wird. Und hier gibt es an der Seite einen Kraus-Rechts-Rand, der am Schluss mit einem Matratzenstich zusammengefügt wird. Da ich fand, dass das mit dem Matratzenstich am Kraus rechts ein bisschen schwieriger ist als bei glatt rechts, dachte ich, ich nehme dazu nochmal ein Video auf. Genau, und ich habe mir jetzt gerade noch schnell ein paar Probestücke angestrickt, an denen ich das jetzt mal demonstrieren werde. So, ich möchte jetzt also diese beiden Teile hier zusammenbringen und habe jetzt für die Demonstration mal einen andersfarbigen Faden rausgeholt. Grundsätzlich, auch wenn der Faden gut verschwindet nach dem Nähen, würde ich aber immer empfehlen, den Faden auch in der Farbe zu wählen, mit der ihr gerade strickt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Cardigan mit der Hauptfarbe, der ist ja gestreift, da habe ich dann mit der Hauptfarbe das Vernähen gemacht. Als allererstes müsst ihr euch den Faden erstmal zurechtschneiden. Also ich würde sagen so 30 bis 50 cm Faden abschneiden und dann wird der auf der einen Seite befestigt. Welche Seite das ist meiner Meinung nach völlig egal. Was ich auch gerne mache, ist, wenn ich an der Stelle oder an der Stelle noch einen Faden über habe vom Abketten oder vom Maschenanschlag, dann nutze ich den auch gerne zum Vernähen. Genau, dann hat man nämlich schon mal hier den Faden dran. Ich werde mir jetzt den hier einmal mit einem Knoten befestigen. So, und wenn der Faden jetzt hier festgemacht ist, werde ich jetzt das erste Mal hier drüben mit der anderen Seite verbinden. Und dazu gehe ich jetzt einmal in das unterste Knötchen rein, von hinten nach vorne oder ja, besser gesagt von der Hinterseite zur Vorderseite. Einmal so. Und dann geht es auch schon los mit den Schritten, die sich eigentlich immer wiederholen. Und ich fand den Maschenstich immer ein bisschen kompliziert. Aber ja, wenn man sich da so ein bisschen locker macht und es nicht ganz so eng sieht, ist der eigentlich gar nicht so schwer. Man webt jetzt im Prinzip den Faden immer nur abwechselnd rechts und links ein. Ja, immer weiter nach oben und wenn man so ein paar Zentimeter eingewebt hat, dann zieht man den Faden einmal straff und dann ist das auch schon erledigt und dann geht es eben weiter, ja, bis man die ganze Naht fertig gemacht hat. Und beim Kraus rechts ist es vielleicht optisch ein bisschen schwierig mit der Orientierung. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. Ich gehe jetzt also mit meiner Vernähnadel hier drüben am rechten Teil, ganz am Rand, hier an dem Knötchenrand entlang und nehme mir immer 2 Schlaufen und gehe dann immer von unten nach oben durch 2 Schlaufen durch, wie hier zum Beispiel, und ziehe den Faden einmal komplett durch. So, dann bin ich also jetzt rechts. Dann gehe ich wieder zum linken Teil und gucke mir da an, wieder hier am Knötchenrand, wo sind die nächsten beiden Stege, sage ich mal. Also hier ist einer und direkt dahinter ist auch einer. Diese beiden nehme ich jetzt, steche von unten nach oben ein und ziehe meinen Faden durch. Und das sind auch die beiden Schritte schon, die sich einfach immer wiederholen. Jetzt gehe ich wieder nach rechts, also der Faden kommt immer oben an der Arbeit wieder raus. Ne? Also wir kommen immer von oben raus und gehen dann wieder hier rein. Also hier kommt, man kann immer noch mal schauen, wo kommt hier der Faden raus. Und ich nehme jetzt die nächsten beiden
Stege wieder. Das sind dann diese beiden. Wieder durchfädeln und rüber zur linken Seite. Schauen, hier kommt der muss mal hier aus dem Weg. Hier kommt der Faden raus, also setze ich hier an und steche ein und nehme wieder die nächsten beiden Fäden und ziehe meine Nadel durch. So, das mache ich jetzt noch mal ein kleines Stück und dann zeige ich euch noch das Festziehen. Genau. Jetzt habe ich ein ganz gutes Stück gearbeitet, um euch zeigen zu können, wie das dann aussieht, wenn man den Faden dann festzieht. Dafür haltet ihr euch das Teil so ein bisschen fest oder beide Teile, links und rechts, und zieht dann hier schön kräftig am Faden, sodass sich alles einmal schön zusammenzieht. Und ja, auch hier sieht man ganz gut, dass man selbst den roten Faden gar nicht mehr sieht. Also eine sehr schöne, unsichtbare Methode, um 2 Strickstücke aneinander zu nähen. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr jetzt was mit Streifen macht, wie auch hier beim Cardigan, dass ihr da auf der Reihe sozusagen bleibt, dass sich das Ganze nicht verschiebt beim Zusammennähen, ne? Dass nicht ein Teil ein Stückchen nach oben rutscht, sondern dass die Streifen eben alle auf einer Höhe sind, links und rechts. Ja, und je nachdem, wie lang die Naht werden soll, macht ihr die Naht und zum Schluss schneidet ihr den Faden einfach ab und vernäht ihn an der Rückseite der Arbeit, und den hier, der wird natürlich auch an der Rückseite vernäht, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ja, viele liebe Grüße und danke fürs Zuschauen.